Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der September-Ausgabe 2025 von Konstantiert. Ich bin Robert Fuhr, euer Moderator, und ich freue mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt mit meinen beiden Federfreunden Simon Ulrich und Robert Maas. Und damit wir nicht vergessen, welcher Tag heute ist. Heute ist Donnerstag, der 25. September. Ich hoffe, ich habe mich diesmal nicht vertan. Habe ich auch nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut. So, ja, willkommen zur September-Ausgabe. Ich würde erstmal, dass wir einen kurzen Rückblick starten. Wie ist es jetzt im September gelaufen? Was habt ihr mit den Tauben gemacht? Saison ist vorbei, hatten wir letzten Monat ja schon ausführlich gesprochen, aber jetzt wird es ja auch ein bisschen ruhiger. Und ja, wie geht man um in der ruhigen Herbstzeit mit den Tauben? Ja, erstmal von mir noch ein Hallo in die Runde und ich freue mich auf die Ausgabe heute. Mal wieder ein bisschen Abwechslung. Jetzt werden ja die Tage auch schon wieder kürzer und die Nächte länger. Und da hatten wir auch wieder mehr Zeit für solche Sachen, für einen Podcast gerade. Und es wird bestimmt wieder eine schöne Folge, oder? Simon, was denkst du? Denke ich auch. Wird bestimmt wieder kurzweilig, vor allem für uns hier. Für euch Zuschauer hoffentlich auch. Und ja, damit begrüße ich alle. Meine beiden Roberts. Viel Spaß. Lass uns starten. Ja, ich würde vielleicht gleich mal anfangen. Genau, die Saison ist ja jetzt beendet. Zum Glück, sage ich mal. War wieder eine lange Saison, kräftezehrend, und gerade hinten raus dann musste man sich schon richtig motivieren, dass die Flüge da auch gut verlaufen. Und jetzt die Saison zu Ende. Meine Jungtauben habe ich jetzt eigentlich schon sortiert. Also habe geschaut, welche ich behalten möchte, habe die jetzt auch schon getrennt und mit den alten Weibchen auf den Weibchenschlag gesetzt. Die jungen Vögel sind auch sortiert, die sitzen jetzt auch auf dem Vogelschlag. Und die Tauben, mit denen ich dann nächste nicht mehr reisen möchte, die habe ich jetzt vom Schlag genommen, sodass sich alle Tauben dann ihre eigene Zelle oder ihren eigenen Sitzplatz suchen können. Und ich habe es jetzt nochmal eilig, die Tauben nochmal rauszubekommen aus dem Schlag, dass vor allem die Jungtauben dann, egal ob jetzt Weibchen oder Vögel, den neuen Schlag, den neuen Einflug vor allen Dingen kennenlernen. Dann habe ich im Frühjahr dann weniger Probleme damit, oder im Winter, wenn ich die Tauben im Winter doch nochmal rauslassen kann. Und deswegen ein paar Mal hoffe ich jetzt noch auf schönes Wetter, dass die Tauben nochmal raus können und den neuen Einflug kennenlernen, also dann wissen, in welches Abteil sie müssen. Und dann wird es eben auch schon ruhiger. Die sind ja auch schon mitten in der Mauser. Das ist, glaube ich, jetzt auch so das Hauptthema, dass die Tauben jetzt gut durch die Mauser kommen sollen. Ich hatte ja verdunkelt und dann belichtet, habe jetzt die Belichtung gestoppt und habe die Tauben jetzt auch kaum noch Freiflug gegeben. Und man sieht schon, die haben jetzt teilweise 3, 4 Schwingen gleichzeitig geworfen. Die sind jetzt mittendrin in der Mauser, und da denke ich, werden sie jetzt auch gut durchkommen. Ich gebe ja nicht allzu viele Produkte jetzt in der Mauserzeit. Hatten wir letztes Mal schon. Ich gebe Zucht- und Mauser Sonderklasse. Das ist schon ein sehr hochwertiges Mauserfutter. Dazu das Taubengold und täglich frischen Grit. Genau, das war's dann auch schon. Und ja, so ist jetzt im Moment bei mir der Stand mit den Reisetauben. Ja, Simon, du kannst ja mal kurz erklären, wie es bei euch ist. Ja, im Prinzip auch bei mir mal ganz ähnlich wie bei dir, Robert. Die Jährigen oder die Jungvögel, die haben jetzt schon ihren neuen Einsprung kennenlernen dürfen. Wir hatten ja ein bisschen mehr Zeit als du, Robert, durch den verfrühten Stopp der Jungtierreise. Wir hatten die auch schon sehr schnell getrennt. Hatten wir letztes Mal schon zum Thema gemacht. Ne? Die Jungvögel lassen wir tatsächlich noch raus. Nicht täglich, aber so 3, 4 Mal die Woche. Das Wetter ist so schön, da können die schön fliegen, morgens 10 Minuten. Ja, so, dann haben wir bei den, die Weibchen sind fest, die jungen Weibchen. Die hatten wir aber anfangs auch noch ein paar Mal draußen, kurz nach dem Trennen, dass sie schon mal so ein bisschen den Einflug kennenlernen. Aber das kennen sie jetzt noch nicht zu 100%. Das kommt dann nochmal etwas später. Jetzt, wenn die Jungen abgesetzt sind, praktisch, dann kommen die alten Reiseweibchen zu den jungen Reiseweibchen.
Und dann können wir sie nochmal ein bisschen rauslassen, dass die Alten den Jungen zeigen, wo es lang geht, wo es reingeht. Ja, die Jungen von den alten Witwern praktisch, die sind auch schon teilweise abgesetzt. Zum großen Teil sogar schon. Also es sind auch dann schon tatsächlich alte Weibchen bei den Jungen mit dazwischen. Aber noch nicht alle. Ja, und bei den Produkten hatten wir auch letztes Mal schon gesagt, kriegen sie ein bisschen Taubengold. Ossicano gebe ich noch so ein bisschen Reste. Vitalo Top, wenn wir nochmal eine Flasche angefangen haben, gebe ich auch. Vitalo Top ist ein ganz ein schönes Produkt, was man auch immer geben kann. Ich sehe, wenn ich Hexenbier mal gebe, dass auch dann doch mal die Downmauser einsetzt. Also so Hexenbier ist jetzt auch ein schönes Produkt für die Mauserunterstützung. Dass man mal ein bisschen Form steigern ist in der Mauser immer gut. Aber das sind immer bloß Reste, die wir gerade noch vergeben und so. Also aber wichtig ist dann tatsächlich Taubengold, was sie regelmäßig kriegen und Ossicano ins Wasser. Futter halten wir eigentlich dazu, dass wir da blank geben, pur geben. Jo. Ja, nach der Saison wird es ja etwas. Ach so, wolltest du noch was ergänzen, Robert? Ja, ich habe eine kleine Ergänzung, wo ich die Tauben getrennt habe, die Reisetauben jetzt, die Jungen und auch die Alten, habe ich allen nochmal einen Nackentropfen gegen Federlinge gegeben. Einfach gerade jetzt, wenn die neuen Federn sich ausbilden, dass da nicht gleich ein Befall ist mit Federlingen und die Federn zerfressen werden. Genau, das hatte ich noch gemacht. Und natürlich ein regelmäßiges Bad kriegen sie, also mindestens einmal die Woche. Nehmen sie auch gerne an. Ja. Ja, nach der Saison wird es immer etwas ruhiger im Taubensport. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit, weil eben, die Versorgung nicht mehr so intensiv ist. Aber ich denke auch, dass man die Zeit sehr gut füllt mit vielen Taubengesprächen, also mit anderen Züchtern. Man tauscht sich aus, wie war die Saison, also holt sich Feedback ein und tauscht sich einfach aus. Habt ihr da irgendwie jetzt in den letzten Wochen irgendwie spannende Gespräche gehabt mit anderen Taubenzüchtern, wie deren Saison war? Oder eben, ich denke mal, dass jetzt der große Austausch bis zum Winter stattfindet. Solange muss man ja irgendwie das Thema Tauben füllen. Ja, ich sag mal, ich selber habe ja relativ viele Gespräche. Ich habe ja bei Mifuma betreue ich ja die Taubenhotline und da habe ich ja viele Züchter, die dann auch so anfragen und eine Beratung möchten oder einfach auch mal über Tauben quatschen. Das gibt's auch. Ja, es sagen halt viele, dass 2025 gerade mit den Jungtauben ein sehr schweres Jahr war. Also dass da wirklich einige Tauben noch nach Hause kommen sollen, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben. Ja. Das ist eigentlich so das Hauptthema. Ansonsten geht es ja jetzt schon auf die Ausstellung zu. Das ist jetzt schon ein Thema. Die ganzen Vorbereitungen für die Ausstellung auf RV-Ebene, Regionalverbandsebene oder was auch immer. Dann ist natürlich auch immer Thema die Reiserichtung. Das Übliche. Ne? Bei der Reiserichtung ist immer so, es gibt ja immer Züchter, die unzufrieden sind. Jetzt wird in verschiedenen RVen die Richtung gewechselt. Auch da wird es wieder Züchter geben, die unzufrieden sind. Das ist halt leider im Taubensport so. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle und man kann es da halt leider nicht allen Züchtern recht machen. Ist ein schwieriges Thema, ja. Ja, das ist bei mir jetzt so. Also, dass ich da, wie gesagt, habe relativ viele Gespräche, aber eben oftmals geht es dann um das Jahr 25, dass es anspruchsvoll war, um die Reiserichtung, natürlich auch um neue Tauben, wo verstärkt man sich und ja, solche Geschichten. Ja, Simon, bei euch? Ja, also so langweilig ist es gar nicht für mich. Am 6. Oktober fliege ich nach Südafrika zum Afrika Pro Wunderfreund zum Finalflug, jetzt am 10.10. Da bin ich da 7 Tage, 6 Tage vor Ort. Also ich komme montags an und fliege sonntags zurück und bin dann nächsten Montag dann am, was ist denn das für ein 14. oder so, 10. wieder hier. Also eine knappe Woche. Das ist natürlich da für mich nochmal sehr spannend und aufregend. Letztes Jahr war ich auch schon. Wie bitte? Simon on Tour. Ja, letztes Jahr waren wir ja auch schon da und es ist immer eine schöne Veranstaltung. Da trifft man natürlich internationale
Züchter und auch Deutsche. Ich hoffe in diesem Jahr, oder ich weiß schon in diesem Jahr mehr als im letzten Jahr. Ja, ansonsten klar, Gespräche für eigentlich das ganze Jahr über Taubensport. Robert, mit dir telefoniere ich, Olli Fuchs, Frederik Wolf, die werden häufig mal angerufen oder wir rufen uns gegenseitig an. Hans-Paul Esser, mit dem telefoniere ich auch oft. Also ist ja, ne, man ist immer im Austausch. Ja. Und das würde ich sagen, nach der Saison gar nicht mehr als vor oder zwischen der Saison, das ist immer viel. Ja, was ist sonst noch jetzt? One-Off-Rennen sind jetzt die Sommerrennen fast alle vorbei. Wir hatten persönlich ein sehr schönes Ergebnis im Endflug beim Derby Bursa in der Türkei. Da hatten wir das erste Mal teilgenommen. Das war für uns überaus erfolgreich. Doch, für die ersten Teilnehmer schon doch sehr erfolgreich. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis. Unsere Tauben, die haben wir so gut geschlagen, dass eine sogar jetzt bei Piper versteigert wird, die 40. Asttaube. Da sind wir jetzt wieder bei Taubenneuanschaffung. Wer mal schnuppern will, sowohl Piper als auch andere Plattformen versteigern derzeit und jetzt in der nahen Zukunft diverse Tauben von diversen One-Off-Rennen. Ja, also das wird jetzt so ein bisschen intensiver für mich. Ich gucke jetzt nicht gezielt nach Neuanschaffung, aber man hält ja doch mal die Augen auf. Wer fliegt so gut, wer schafft es in der Versteigerung und man checkt den Markt so ein bisschen ab. Ne? Ja. Robert, du hattest ein tolles Finale bei Usedom One-Off drin am letzten Freitag. Ja, Weißt, du warst nicht ganz zufrieden persönlich, aber ich habe echt einen Hut vollzogen. Ich glaube, du hast 3 Tauben in den ersten 24, also von dir gezüchtet, nicht auf den Namen geflogen. Noch schöner, dass du gute Tauben abgegeben hast, die dann auch nur gut performt haben. Zeigt ja jedem Züchter auch, dass du einer bist, der nicht die Besten für sich behält, sondern auch die Besten mal abgeben kann. Ich möchte dazu an der Stelle noch mal hier ganz offiziell Glückwunsch sagen zu diesem tollen Ergebnis im Finale. Ja, Hab schönen Dank. Genau, du hast es ja schon gesagt, wir hatten ja telefoniert, ich war ja nicht ganz so zufrieden, weil ich ja beim Flug davor hatte ich ja noch 3 Asttauben, die richtig gut platziert waren und die 3 sind leider später gekommen beim Finalflug und dafür kamen 3 andere Tauben, die von mir gezüchtet waren. Eine, die auf meinen Namen lief, die hatte den 14. Konkurs und dann noch den 6. und den 21., die auf andere Züchter angemeldet waren oder die gekauft hatten sozusagen. Und ja, ist natürlich am Ende ein schönes Ergebnis. 3 originale Tauben von mir unter den ersten 21, aber ich hätte eben gerne auch die Asttauben gehabt. Ja, ist so, es ist einfach so, genau. Aber grundsätzlich freut man sich ja, wenn die Tauben auch sag ich jetzt mal, beim One-Off-Race ist nochmal was anderes, aber eben auch auf anderen Schlägen fliegen. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe ja auch einen Sohn von eurem Olympic Gentleman, der bei mir jetzt auch sehr gut vererbt. Da habe ich zum Beispiel einen Vogel gezogen, der den ersten Konkurs im Regionalverband fliegt. Mein Primus heißt er. Und als Jäger, genau. Und bei den Jungtauben ist jetzt auch wieder ein Junge, die ebenfalls aus dem Vogel geflogen ist und auch einen ersten Konkurs geflogen hat. Genau. Ach, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte doch mal die 2 Schecktauben hier in dem Korb, wo ich gesagt habe, die eine ist vom Simon, also der Vogel heißt ja Simon. Ja. Das ist der Vater und die Mutter heißt Daniela, die ist ja vom Daniel Becker sozusagen. Ja. Und da ist ja auch ein Schuss olympisches Blut von meiner Cecile mit drin. Ja. Und die eine Taube davon, die hatte den ersten Konkurs geflogen. Ach, krass. Ja. Ja, olympisches Blut ist besonders, weil von Daniel, glaube ich, hast du auch olympisches Blut drin. Ja. Da hast du ja dann in der Taube Blut von 3 verschiedenen Olympiatauben Genau. zusammengeführt. Und ich hatte damals schon gesagt, Hut ab, die Idee kann nicht schlecht sein. Ja. Cool. Schön. Ja, ich habe auch beide Schecken noch da, also haben beide die Jungtierreise sehr gut überstanden. Ja. Und ja. Und dann hast du noch die Asttaube des Monats Juni auf AV-Ebene.
Ja, das ist der Primus hier, der auch den ersten Regionalverband Ach, hatte. Und ich glaube, in der AV war er Erster in der Wertung Asttauber Monat Juni und im Regionalverband Zweiter oder Dritter. Ich müsste jetzt lügen, aber auch sehr gut platziert. Ist, ja, aber schön, so ein Feedback zu hören, finde ich immer sehr toll. Danke, Robert. Ich kann auch sagen, Frederik Wolf hat mit einer Simone, original von uns gezüchtet, die Asttaube des Monats Juni gestellt in seiner RV. Und ja, die hat er von uns mal gekriegt, als Junge gespielt und er sagt, die ja, war eine seiner besseren. Ne? Ja, sowas macht ihn doch stolz. Ja. Wenn ich dir vielleicht noch Feedback zu Usom geben kann, wir hatten jetzt Nessie-Schwesterpärchen 193, 194 hingegeben. Ich hatte den einen von beiden auch beim Aussuchen schon als Favoriten für mich auserkoren. Der wurde ja dann auf dem ersten Flug 11. bei Mirko, hat die Reise dann überstanden, fliegt bloß, glaube ich, einmal fliegt er knapp aus den Preisen raus. Ich habe jetzt mal, macht man eigentlich nicht, aber ich habe jetzt mal geguckt, rein nach den Punkten hätte er locker eine Top 30 geschafft. Er hätte bloß irgendwie einen kleinen Schwanzpreis noch machen müssen beim dritten Flug, über war das denn. Ja, völlig, ich habe mich doll darüber ärgert, weil der war eigentlich viel, viel besser, als seine Platzierung es sagt. Und da hatte Opa mich gefragt, doch beim Abfahren, er fuhr Donnerstag früh los, auf welche Tauben kann ich denn wecken? Und ich sagte ihm 193 und 194. Die Nessie-Schwester, auf die kannst du bei Ankunft wetten, die werden früh kommen. Und tatsächlich, einer von den beiden war dann 119. oder so. Also tatsächlich unsere erste Taube beim Finale. Hat aber leider nicht gereicht, weil ich glaube, da war bis zum 75. Platz oder so, waren schon die 3 Wetttauben durch. Letzte hätte es noch gereicht für eine Platzierung für den dritten. Dieses Jahr nicht. Aber von deinem 41, von dem, der heißt bei mir Prinz Wonderful, aus deinem Mr. Wonderful. Ja. Schöner Vogel. Also, deine Tauben sind für Usedom gar nicht so schlecht, um jetzt mal die Werbetrommel für das nächste Jahr zu. Oh nee, bitte nicht. nicht. Leute, wenn ihr gute Tauben für Usedom haben wollt, fragt bei Robert nach. Ja, danke. Ja, mit olympischem Blut, ne? 3-mal gekreuzt, olympisches Blut reingezüchtet. Spannend. Olympiade ist ja auch ein Thema. Also offiziell darf sich die Olympiade nicht mehr Olympiade taufen oder nennen. Aber ich glaube, wir dürfen das noch sagen. Wir kennen das ja als Olympiade. Wie heißt sie jetzt offiziell? Internationale Racing Pigeon Fair. Das ist die 39. Ne? Die stattfindet. 39. Olympiade. Die findet in Dortmund statt. 6. bis 8. Februar. Heute habe ich bei Facebook gesehen dazu, die Medaillen wurden veröffentlicht. Also wie sagt man, das Layout der Medaillen, so wie sie aussehen sollen, habe ich heute bei Facebook gesehen. Ja, sehen ganz schmuck aus, ein bisschen verspielt, modern. Und da hat sich jemand wohl lustig einfallen lassen, was schön einfallen lassen. Kann man ja mal gucken auf Facebook bei der Verbandsseite. Heute wurde veröffentlicht, wie die Medaillen aussehen sollen. Haben die dann jetzt einen speziellen Namen? Da steht auch International Pigeon Fair drauf. 39. International Pigeon Fair, dann Dortmund 2026, glaube ich. Ja, also so ungefähr müsste draufstehen. Guckt mal nach. Also ich finde die ganz schmuck, gut gelungen. Ja, Robert, für uns hat es ja dieses Jahr nicht gereicht, eine zu bekommen. Nee. Ja, aber es ist wie es ist. So was kann man ja nicht planen. Genau. Ja, was noch alles Schönes passiert? Achso, wann war das? Anfang der Woche gab es wieder seit langem, ich glaube 2 Jahre, gab es keine Folge mehr von Frag den Berger. Und das ist, war das Montag? Montag 12 Uhr, genau. Montag 12 Uhr kommt jetzt jede Woche, oder? Soweit ich das weiß, ist, glaube ich, geplant, jede Woche Montag 12 Uhr eine Folge Frag den Berger wieder zu haben. Ich finde das schön, dass es das Format wieder gibt. Habt ihr beide reingeschaut? Also ich hatte reingeschaut, ich habe es mir angeschaut, nicht komplett, ich hatte es nicht geschafft, aber ein Stück und ich sehe das sogar noch von der anderen Seite so, ich finde alles gut, was den Taubesport belebt und wenn Alfred jetzt
das wieder macht. Gibt ja dann Röhnfried auch noch, es gibt uns. Und ich finde, das belebt alles den Taubensport. Und Alfred hat ja auch ein enormes Fachwissen, das ist ja bekannt. Und ich denke, da können alle auch nur davon profitieren. Also ja, also insgesamt finde ich es eine gute Sache. Er bringt ja auch eine neue Produktpalette auf den Markt. Wird sicherlich auch spannend. Und auch das, muss ich sagen, finde ich gut, weil man hat immer so das Gefühl, dass es mit dem Taubensport eben so, naja, wenn ich jetzt bergab sage, klingt das gar so negativ. Aber ich finde Ja, alles, was den Taubensport irgendwo belebt, finde ich gut. ja, ich denke auch, die Leute haben lange darauf gewartet, auf das Comeback von Frag den Berger oder Berger fragt. Und jeder, der schon mal mit Alfred als Moderator zusammenarbeiten durfte, weiß auch, wie angenehm und schön es ist. Ja, ich denke, dass das sehr gut ist für die Züchterschaft, dass dieses Format wiederbelebt wurde von Alfred. Und es wird in gewohnt lockerer, aber fachlich hochwertvoller Art und Weise weitergehen. 100%ig. Ja. Und mit seinen neuen Produkten, ja, ich finde auch, das ist einfach nur schön, dass Alfred Berger mit seinem großen Fachwissen und Erfahrungsschatz wieder Produkte auf den Markt bringt. Ja, da können wir alle mal gespannt sein, ja, wie das weiterlaufen wird mit ihm. Schöne Grüße an der Stelle an Alfred. Wir hören uns immer. Ja, also ich wünsche ihm auch sehr viel Erfolg mit dem Format wieder. Es war immer sehr erfolgreich. Vorher moderiert von Frederik Wolf, jetzt wird es, glaube ich, moderiert von David Balk. Balk, ja. Ja, schön. Ich finde das super. Und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ich denke mal, die große Enthüllung gibt es dann in Kassel auf der Taubenmarktmesse. Kurze Frage, du hast kurz gesagt, bei Mifuma hat man viel zu tun bezüglich Kassel. Robert, kannst du nicht mal irgendwas erzählen, was da vielleicht demnächst in Kassel passieren wird? Von Mifuma aus. So ein bisschen Insider-Information. Ja, was heißt Insider-Information? Wir haben ja auf jeden Fall den Mifuma Cup. Da kommen ja jetzt die ganzen Einsendungen, also die Auswertung von den Züchtern. Und die gilt es halt auszuwerten. Wie sind dann die Platzierungen? Dann haben wir natürlich unsere Referenzzüchter, wie Simon zum Beispiel einer ist. Und da kommen jetzt auch, wir schicken ja mal Fragebögen an unsere Referenzzüchter raus und die kommen jetzt zurück, dass wir die dann in das Sortenprogramm einfließen lassen können. Da wird der Text nochmal angepasst und alles in das richtige Format gebracht. Ansonsten wird es auch eine Neuerung geben, aber das möchte ich jetzt nur anteasern quasi. Also ich möchte da jetzt noch nichts dazu sagen, aber es wird wieder was Neues auf den Markt geben. Da steckt man viel Arbeit rein. Genau, das sind jetzt so die hauptsächlichen Themen. Ansonsten ist jetzt für mich ja auch die Zeit, wo ich so zu Veranstaltungen fahre, wo ich zu verschiedenen Foren fahre oder auch zu Messen. Das geht jetzt für mich persönlich jetzt wieder los, wo ich da auch oftmals dann außer Haus bin. Ja, das sind jetzt so die Themen, die bei Mifuma den Brichtaubensport bewegen. Und ja, natürlich Vorbereitung, Messe, das ist so das Hauptthema. Das wird ja immer ein großer Event. Da ist ja auch viel zu organisieren. Genau, so sieht es jetzt momentan aus. Und wenn ich da ergänzen darf, Robert, am 18.10. sehen wir uns ja. Ja, siehst du. Ist es deine erste Messe denn dieses Jahr oder ist es eine Messe, Regionalverbandstag? Ja, es ist ein Forum, ne? Ein Forum sein. Mehr oder weniger. Ja, von unserem Regionalverband 300 Berlin-Brandenburg. Robert, wenn du Zeit hast und kommen möchtest, kannst du gerne dazukommen. Herzlich eingeladen hier an der Stelle. Mein Thema wird wohl sein, dass ich etwas zu One-Off-Races erzähle. Robert, dich hat unser Vorsitzender, der Marco Runge, bestimmt gebeten, was zum Futter zu erzählen, oder Fütterung.
Oder was Wird ist er dein vielleicht noch machen. Ach so, du hast erstmal einen Termin und kommst Ja. erst nur. Okay, Genau. Ja. ja. 18.10. Ne? Da komme ich eine Woche vorher, ein paar Tage vorher komme ich aus Afrika wieder. Braun gebrannt. Na, mal gucken. Ja, wird ja warm. Aber Strandurlaub mache ich ja nicht. Nee. Aber lass uns gerne wieder aus Afrika ein paar Filme mitbringen. Also das fand ich schön. Die Einblicke, die du uns da letztes Jahr gegeben hast, gerne auch ein bisschen mehr davon. Ja, mal gucken. Ich bin ja mal ein bisschen kamerafaul. Das muss ich ja zugeben. Aber ja, ein, zwei Bilderchen kann ich ja, Videochens kann ich ja bestimmt mal machen. Das ist schön, ja. Meisterschaften hatten wir, weil du hast Mifuma Cup einmal jetzt angesprochen, Robert, hatten wir letzten Monat schon alles über Meisterschaften besprochen oder fehlte da noch was? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir haben alles besprochen, aber da stand noch aus, dass wir die Aktion Menschflüge, die Gesamtwertung abwarten müssen, weil der letzte Podcast war irgendwie kurz vorm unserem zweiten Preisflug mit den Jungen. Genau, da war ja noch der Stand, dass Robert ein paar Punkte vor uns steht in der Aktion Menschwertung mit dem zweiten Flug der Altsaison. Genau, also das können wir nochmal kurz auswerten. Also ich bin jetzt auf Platz 9 gelandet. Ich hatte eigentlich einen sehr guten zweiten Jungtierflug, also auch sehr gut vorbenannt. Aber wir haben einen Züchter bei uns, der dieses Jahr extrem stark fliegt, der Boatling Enrico. Ja, viele Grüße. Ich habe jetzt auch gehört, dass er uns auch immer mit anhört. Also wirklich eine super Saison. Und er hat mir so viele Tauben zwischen meine erste und meine zweite Vorbenannte geknallt, dass ich da doch nicht so viele Punkte gemacht habe, wie erhofft. Und ja, aber es hat jetzt für Platz 9 gereicht im Verband bei der Aktion Mensch. Und Simon ist direkt vor mir, glaube ich, ne? Oder? Ja, bis auf Platz 8 gelandet, ne? Ja. Genau. Fragt mich wie. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob uns die Meisterschaft einfach nur liegt. Ja, 1,5 Punkte, glaube ich, das haben wir halt geschafft, vor Robert zu kommen. Ist total schöne, also für mich jetzt wirklich balsam auf die Seele. Ich sage es nicht schon wieder nach so einer Saison doch nochmal Top 10 zu landen irgendwo. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich war auch sehr überrascht, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht mehr geguckt. Irgendwann, glaube ich, hat Robert oder Atze Köppen, der Zweiter bei uns. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja. Mit Atze Köppen habe ich mal mich unterhalten und ich glaube, er sagte mir, Mensch, ihr steht da auch noch hinzu, da guck doch mal. Ja, aber da liefen noch die Flüge und jetzt habe ich immer mal so ein bisschen hingeschmult und ich glaube, jetzt passiert nichts mehr. Die Jungtierflüge sind vorbei. Jetzt müsste es eigentlich abgeschlossen sein. Robert 9., SG Ulrich 8. Ja, freut mich sehr. Und ist auch eine kleine Revanche. Ich habe mal geguckt, vor 2 Jahren, Robert, warst du Zweiter und wir Dritter. Ah ja, okay. Dieses Jahr sind wir ein bisschen vor dir. Aber ich glaube, vor 2 Jahren hattest du 7 Punkte Vorsprung vor uns. Also das war ein deutlich höherer Vorsprung als der, den wir dieses Jahr haben vor dir. Nee, aber schön. Es sei euch gegönnt. Danke. Ja, danke, Robert. Haben wir mit einem einzigen Jungtierflug, nämlich der zweite, der in der vorangeboten wurde, doch nochmal ein gutes Ergebnis hingelegt. Du dann auch. Aber du hattest ja auch mit Liane zusammen ein paar mehr Jungtierflüge. 5 an der Zahl, glaube ich. Wie liefen die denn jetzt und wie sind da die Platzierungen bei euch gelaufen? Ist Liane etwa vor dir in der AV-Meisterschaft gelandet? Ja, viel hat nicht gefehlt. Ja, wir hatten 4 Jungtierflüge und ich glaube 4 Vorflüge insgesamt. Und ja, also am Ende, ich meine, ich bin RV-Jungtiermeister geworden und hatte, ich habe nur einen ersten Konkurs, weil Liane einen hat. Aber die Geschichte muss ich erzählen. Klingt sehr nach Ausrede, aber ich erzähle sie trotzdem. Also es kam ja beim letzten Flug, da hatte ich Schlagvermessung, glaube ich, 250 Kilometer, kamen 11 Tauben zusammen.
Und meine sind ja, die landen normalerweise direkt auf dem Schlag oder auf dem Einflug. Und Liane, ihre müssen ja direkt, also die landen immer oben auf dem Dach von der Liane, auf dem Hausdach und gehen dann runter in dem Giebel vom Nebengebäude. Dort haben wir den Einflug. Naja, es kamen 11 Tauben zusammen und da war eine von Liane am Schlag oben dabei. Und die eine zog sozusagen an meinem Schlag vorbei Richtung Hausdach. Und meine waren dadurch wahrscheinlich so verwundert, dass die mitgezogen sind. Die haben quasi eine Extra-Runde gedreht. Und in dieser Zeit ist Liane, ihre Taube, aufs Hausdach geflogen und ist dort weggerutscht. Und dann hat die sich wahrscheinlich gedacht, ach, wenn ich jetzt mal hier wegrutsche, dann kann ich auch gleich runtergehen. Und dann ist Liane, ihre Taube, ich glaube 4 Sekunden oder so, vor meinen 10 Tauben auf dem Einflug gelandet und die hat sozusagen 4 Sekunden vor meiner registriert. Und das heißt, die Ahne hat bei dem letzten Flug unserer RV den ersten Konkurs und ich die nächsten 10. Und ja, da hing der Haussegen natürlich schief. Also da war ich so bedient. Du kannst ja auch nicht gönnen, aber es ist ja wirklich reingerutscht, ja? Es ist ja wie der Stürmer, der angeschossen wird, oder was? Ja, also ähnlich, ja. Dann standest du da mit Kinnlade runter und so, gibt's nicht. Was? Konntest du nicht glauben in dem Moment. Ja, ich habe es ja live gesehen. Ich habe das ja gesehen. Ich konnte es aber nicht verhindern. Nein, ich kenne das Liane. Also Liane hat sich auch sehr gefreut. Sie betreut ja den Schlag dort überwiegend, gerade wo jetzt die Ferien auch waren bei den Kindern. Und ja, Liane, also man muss schon sagen, sie hat dort mit 8 Tauben gestartet, hat eine Bronzemedaille gewonnen, hat den ersten Konkurs und stand jetzt zweiter Sachsenmeister mit den Jungtauben. Also ich weiß nicht, ob heute kommt nochmal die Aktualisierung, ob jetzt sich noch was geändert hat. Aber ja, da freue ich mich schon. Ich meine, ich tue das ja immer so erzählen. Aber am Ende dann freue ich mich natürlich schon sehr für sie. Ja, ein schöner Erfolg. Und ich freue mich über meine erste Asttaube in Sachsen mit den Jungtauben, meine 911. Und ja, das ist dann für mich ein schönes Ergebnis. Und ja, ist auch das letzte Ergebnis der Saison. Also müsste jetzt alles durch sein. Genau. Wo bist du in der Sachsenmeisterschaft gelandet? Mit ich müsste lügen, 8 oder 9. Platz 8 oder 9. Das läuft bei uns über die Vorbenannten. Ja. Und ich hatte nicht immer so viel Vorbenannte drin. Und bei Liane, bei ihren 8 Tauben, war es mit Vorbenennen relativ einfach. Und da hat sie fast immer ihre 4 Vorbenannten dann auch drin gehabt. Oder 3 zumindest. Genau. Und könnt ihr euch noch an unsere Wette erinnern? Ja, und sie hat mich ja jetzt auf mehreren Ebenen geschlagen. Nee. Auf einem Flug hat sie mich geschlagen. Und in der Sachsenmeisterschaft. Und in der Sachsenmeisterschaft. Ja, das ist bei der Meisterschaft. Da ist sie vor mir. Das muss ich neidlos anerkennen. Ebenen geschlagen. Ja, das ja. Nein, aber es ging ja darum, ob Liane mal eine Taube vor mir hat, ne? Ja. Und da hatte ich ja gesagt, niemals. Aber jetzt ist die halt abgerutscht dort oben. Naja. Ja. Ich habe nochmal geguckt, ich habe mich ja hinreißen lassen, sogar 2 zu sagen, 2-mal. Aber bei 5 Flügen, ihr habt ja nur 4 gemacht. Ja. Aber Okay. Robert hat gesagt, einmal schafft das Liane vor dir. Also Robert hat die Wette in dem Fall gewonnen. Ja, wenn man es für Flug nimmt, also wenn man jetzt für Flüge nimmt, wenn man das so ein bisschen ausweitet. Nein, ich freue mich für Liane, ich freue mich für euch. Ich weiß gar nicht, um wie viel Geld wir gewettet haben. 20 Euro. 20 Euro. Ich glaube, das können wir gerne, den Wetteinsatz gerne spenden. Na, wir hatten ja den Zweck schon bestimmt. Geht in die Schulmeisterschaft. Genau. Von Robert in die Kasse. Ne? Also muss ich jetzt ein 20 rinhauen und Robert. Und ich, ja. Und Robert Furi ist der Einzige, der lacht und sagt, Wette gewonnen. Verschont. Ja. Hauptsache der Haussing ist jetzt wieder in Ordnung. Ja. Der abgerundeten Haube. Hat sich Liane entschuldigt dafür eigentlich, förmlich bei dir?
schon? Nee, das muss ich noch machen, ne? Hat die Taube denn schon einen Namen? Die Taube? Nee. Nee. Doch, von die Ani, die haben alle einen Namen. Und wie Ja. heißt sie? Weiß ich jetzt nie. Das weiß ich jetzt nie. Ich glaube Dummi. Ja, ich glaube, das war Dummi. Die war nämlich als Jungtaube, wo die das erste Mal aus dem Schlag herausgegangen ist, saß die 3 Tage oben auf dem Haus, also dort, wo der Schornsteinfeger, beim Schornsteinfegerfenster, dort saß die 3 Tage. Und da habe ich sie in der Nacht, dort weggefangen und wieder in den Schlag reingesetzt. Die war zu dumm, Entschuldigung, die war zu dumm, in den Schlag reinzugehen. Und ja. Die hat sie erlernt. Ja, die hat sich gerecht an mir, ja, dass sie den Namen gekriegt hat. Die hat sie ja noch richtig gut gelernt, zügig reinzugehen. Ja. Ja, Oh, weggerutscht ist sie. Es gibt Geschichten im Taubensport. Wir hatten auch hier bei uns in der V, der hat einmal vergessen, den Schlag, also den Einflug aufzumachen. Also er hat also einen Korb vorgelegt, einfach seinen Korb. Und irgendwie nächsten Tag kam er auch erst später zum Schlag und dann waren die Tauben schon alle da. Und sein Taubenkorb lag da noch drauf auf dem Einflug. Also es gibt Dinger, naja. Ja, schön. Wir sind, glaube ich, schon wieder sehr weit in der Zeit. Über den Ausblick für den Oktober haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee. Was uns jetzt im Oktober alles erwartet. Du hast einmal gesagt, am 18.10. findet das Forum bei euch statt im Regionalverband. Robert ist eingeladen. Du auch eben als One-Off-Race-Experte. Und was erwartet uns noch im Oktober? Und was tut ihr im Blick auf die Tauben? Ja, ich glaube, wenn ich so meine eigenen Tauben sehe, wird es eine ruhige Zeit. Also, ich hatte es vorhin schon mal beschrieben, wöchentlichen Bad und dass ich nochmal Freiflug gebe, dass sie sich an die Einflüge und an die neuen Schläge gewöhnen können. Ansonsten werde ich vielleicht mal auch am Computer sitzen, mal schauen, was so auf den verschiedenen Versteigerungsplattformen angeboten wird, dass man vielleicht doch nochmal überlegt, sich nochmal mit 1, 2 Tauben zu verstärken. Obwohl ich so grundsätzlich mit meiner Planung auch schon durch bin. Ich habe ja ein paar sehr gute Reisetauben, habe ich jetzt auf den Zuchtschlag gesetzt und hatte mich nochmal beim Falco Eppen verstärkt. Und da ist meine Planung eigentlich abgeschlossen, aber ich glaube, Simon hat es auch schon mal gesagt, man guckt ja doch nochmal, ob vielleicht eventuell noch einem so sehr ins Auge sticht, dass man einfach nicht widerstehen kann. Ja, mal sehen. Also das wird so. Ansonsten, wie gesagt, habe ich bei Mifuma gerade viel zu tun und auch in der RV ist viel zu tun, die ganzen Veranstaltungen vorzubereiten. Das wird jetzt so die Hauptaufgabe für mich dann auch im Oktober sein. Ja, bei uns am 18.10. Siegerehrung mit Forum. Vorher Afrika Pro. Irgendwie Mitte Oktober ist auch nochmal ein Versand für One-Off-Rennen nach Victoria Falls, schicken wir noch Tauben. Afrika Pro ist auch nochmal ein Versand und die 2 portugiesischen Rennen, Riachos und Algarve Great, die Winterrennen praktisch. Das ist nochmal im Oktober dann bereite ich die Jungen noch mal ein bisschen vor und suche sie aus. Ansonsten ist auch noch die Vorbereitung auf unsere November-Auktion, kann ich jetzt schon mal kurz andeuten, machen wir wieder wie jedes Jahr mit Oliver Fuchs zusammen, machen wir eine kleine Auktion von Jungtauben, Sommerjungen auf Pigeon-Auktion, dann praktisch kurz vor Kassel. Ansonsten wird es mir auch so gehen, dass ich hin und wieder mal bei Pipa reingucke oder irgendwo anders auf den Plattformen. Wir sind aber auch schon fast fertig mit der Planung für Neuanschaffungen. Wir haben 2 Tauben, die unter den Asttauben platziert waren, von Pamok aus Thailand jetzt vor 3 Wochen bekommen und den Circle, der in Dubai geflogen war, der auch unser Blut führt.
ja, so viel Neuanschaffung werden wir auch gar nicht mehr machen weiter. Also, aber ich bin mir sicher, da kommen noch mal 3 Tauben dazu irgendwie im Winter zum Schluss. Also auch wenn man es gar nicht einplant. Ansonsten gehe ich auch schon bei den Zuchttauben immer mal wieder durch und gucke, welche Taube denn vielleicht nächstes Jahr nicht mehr in den Zuchtschlag geht, welche rauskommt. Wir haben ein paar alte Vögel, die nicht mehr befruchten oder ganz schlecht befruchten und zuverlässig befruchten. Da müssen wir mal gucken, wo lassen wir die. Wir werden wahrscheinlich irgendwie noch mal so einen Seniorenschlag irgendwo hinbauen, wo die dann bleiben können, um eine Zelle frei zu machen für einen neuen und Spritzchen Zuchtvogel. Aber das sind jetzt so Planungen, die sind so im Oktober und November, weil wir im Dezember ja verpaaren wollen. Ja. Ja, vielen Dank. Ich denke mal, das war wieder eine gute Folge, eine gute September-Ausgabe. Ich freue mich schon auf den nächsten Monat. Ich freue mich auch schon auf die Wintermonate. Ich freue mich auf die Messen. Ich freue mich aber auch, was wir so hier bei uns in Konstantiert geplant haben. Ja, das wird auch spannend. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, um das ein oder andere umzusetzen, was man sich dann so im Sommer oder im Frühling überlegt, aber dann leider nicht umsetzen kann, weil die Saison ist. Bis dahin würde ich sagen, also ich verabschiede mich jetzt schon mal. Gut Flug. Wenn ihr noch was sagen wollt. Abschließende Worte bitte. Ja, ich schließe mich an. Also wie gesagt, es ist ja die Zeit so der Messen und der Veranstaltungen. Euch allen eine schöne Zeit und geht hin, kann ich immer nur sagen. Und eine spannende Folge heute wieder, glaube ich, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat sie auch gefallen und bis zum nächsten Mal. Gut Flug. Dem schließe ich mich nur an. Ich sage gut Flug, bis zum nächsten Mal. Und ja, freue mich auf ein paar persönliche Gespräche auf den Messen in Kassel, dann im Januar in Dortmund und sicherlich noch irgendwo anders, wo man immer so ist und zu sehen ist. Alles klar. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Brieftaubensport, ein Abenteuer, groß und weit, mit jedem Flügelschlag, bereit zur neuen Zeit. Brieftaubenzüchter, die mit Leidenschaft dabei, im Brieftaubenflug, bereit für jede Zeit. Vom Training bis zur Reise, jede Taube weiß Bescheid. Im Podcast der Taubenliebhaber konstatiert für jede Zeit. Schön und durch Tiefen fliegen wir vereint. Im Taubensport, wo jedes Ziel erneut erscheint. Mit Leidenschaft und Stolz für jede Asttaube, die wir sehen. Im Taubenschlag, wo unsere Träume weitergehen. Vom Training bis zur Reise, jede Taube weiß Bescheid. Im Podcast der Taubenliebhaber konstatiert für jede Zeit. Konstatiert. Danke, dass ihr dabei seid, konstatiert voller Glanz. Für jeden Taubensportler, der den Himmel neu umspannt. Von der Community, der Ruf so weit. Im Brieftaubenflug, für immer und alle Zeit.